Ja, die Covid-19-Krise ist natürlich sehr dramatisch für uns alle und das betrifft sowohl die Arbeitsorganisation, aber auch die Risiken, wie sie von unseren Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen werden, auf die wir Rücksicht nehmen. In der Krise haben wir uns natürlich überlegt, wie wir weiterhin unsere Dienste anbieten können und für wen wir hier relevante Angebote aufrechterhalten können. Und hier ist natürlich primär wichtig, dass wir Informationen an das klinische Personal, aber auch an die Krisenstäbe in den Kliniken weiterleiten. Das hat dazu geführt, dass wir unsere Dienste weiterhin aufrechterhalten und entsprechend anbieten. Wir mussten natürlich sehr viel umorganisieren. Wir mussten schauen, dass wir in Abstimmung mit dem Personalrat dann viele Aufgaben ins Homeoffice verlegen, konnten aber durchaus erreichen, dass wir unseren Regelbetrieb, sofern das Literatur- und Informationslieferungen darstellt, aufrechterhalten konnten. Viel interessanter ist noch die Frage, was sich aus dieser Krise für uns als Informationsvermittler ergibt. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, ob man nicht auch neue Dienste anbieten kann, denen wir natürlich dann entsprechend nachgegangen sind. Am Anfang stand hier ein Blogbeitrag, der auf verschiedene Datenquellen verwiesen hat, die relevant waren. Der wurde dann weiterentwickelt, um noch mehr und bessere Informationen anzubieten. Wir haben aus diesem Blogbeitrag dann den Covid-19 Hub entwickelt, der neben der Literatur auch Datenquellen und auch nützliche Tools anbietet. Und das Ziel ist natürlich, dass diese Informationen für das kollaborative Arbeiten in der Forschung hilfreich ist und dann in vielen Teilen des Forschens relevant wird, wie zum Beispiel im Forschungsdatenmanagement, in der Genomsequenzierung, aber auch für die Text-Mining-Community oder auch in der Nutzung der Tools, die für die Genomsequenzierung und Genomanalyse wichtig sind. Der Hub wurde von einem Team entwickelt. Das Team bei ZBMed ist sehr interdisziplinär, also verschiedene Berufsgruppen oder Mitarbeitende bei ZBMed haben da beigetragen. Das beinhaltet sowohl Mitarbeitende aus der Bibliothek, aus dem Marketing, Forschende, aber auch Informationswissenschaftler und IT-Experten, die hier zusammen die Lösung erstellt haben. Wir haben auch neben dem Hub dann unsere anderen Angebote ausgerichtet. Zum Beispiel haben wir den Livivo-Suchmaschine dann auf spezielle Covid-19-Suchanfragen ausgerichtet. Ich denke, dass wir ein sehr umfassendes Angebot haben und dass wir das Angebot sehr stark auf die klinisch Mitarbeitenden ausgerichtet haben. Wir haben die Datenquellen kategorisiert, geprüft und dann entsprechend über unsere Webseiten verlinkt, sodass man direkt über den Hub auf die Datenquellen zugreifen kann. Allerdings zudem ist es der Fall, dass man auf Datenquellen zugreifen kann, aber auch auf nützliche Tools, um die Daten zu analysieren. Die gelernten Lektionen, ich denke, jede Krise hat auch eine Chance. Und bei uns ist es der Fall, dass wir sehr schnell reagieren konnten und unsere Angebote ausrichten konnten. Und eine gelernte Lektion ist, dass die Früchte der Zusammenarbeit über die letzten 2 Jahre sich auszahlen, indem die Mitarbeitenden über alle Abteilungen hinweg ihren Beitrag leisten konnten und wir dadurch auch für weitere Krisen in der Zukunft ähnliche Dienstleistungen anbieten können. Es wäre wünschenswert, dass wir noch mehr auch in Vorhersagesystemen mit beteiligt sind, weil wir auf sehr viele Informationen zugreifen können, aber das ist im Moment noch nicht absehbar. Vielen Dank.